Israels Ministerpräsident Netanyahu hat ja sein Land bereits mehrfach auf einen langen Krieg gegen die Terrororganisationen Hamas und Hisbollah eingeschworen. Und die Mehrheit der Israelis, so scheint es zumindest, scheint auch hinter ihrem Ministerpräsidenten zu stehen. Allerdings gibt es auch Reservisten und Wehrpflichtige, die ihren Dienst verweigern und damit an die Öffentlichkeit gehen. Reporterin Tatjana Ohm hat vor Ort mit einigen von ihnen gesprochen. Tausende sind es wieder, die im Herzen von Tel Aviv für ein Abkommen mit der Hamas demonstrieren, um die Geiseln zu retten. Sie protestieren lautstark gegen Netanyahus Vorgehen und Politik. Unter ihnen Michael, der nach dem 7.10.23 monatelang als Soldat gedient hat und sich wegen Netanyahus Politik nun weigert, die Uniform erneut anzuziehen. In der Stille seiner Wohnung erklärt er uns, warum. Ich habe angefangen, die Bereitschaft unserer Regierung anzuzweifeln, einen Deal hinzubekommen. Ich glaube, der Krieg kommt ihnen zu Pass. Er hilft ihnen, an der Macht zu bleiben. Ein Gefühl, mit dem Michael nicht allein ist. 2 offene Briefe haben Reservisten, die in Gaza gekämpft haben, mittlerweile an die Regierung geschrieben. Im letzten schreiben sie: Den Krieg in Gaza weiterzuführen zögert nicht nur die Freilassung der Geiseln hinaus, sondern bedroht auch ihre Leben. Und wenn die Regierung ihren Kurs nicht sofort ändert und daran arbeitet, die Geiseln nach Hause zu bringen, werden wir nicht weiter dienen. Auch Yotam ist einer der über 150 Reservisten, die diesen Brief unterschrieben haben. Als Offizier einer Panzereinheit hat er mehr als 260 Tage gedient. Mit schwerem Herzen sagt er nun: Als jemand, der Israels Bedürfnis, mit militärischen Mitteln gegen eine Terrororganisation vorzugehen versteht, sehe ich aber auch Israels Verpflichtung gegenüber palästinensischem Leben allgemein. Offensichtlich will uns die eher rechtsgerichtete extreme Seite der aktuellen Regierung eher in Richtung ethnischer Säuberung und Neuansiedlung in Gaza führen. Ich bin dagegen. Diesem Ziel diene ich nicht. Das wird nicht auf meinem Rücken passieren. Sowohl Yotam als auch Michael betonen im Gespräch immer wieder, wie schwer ihnen dieser Schritt fällt und dass, auch wenn es kritikwürdige Entscheidungen innerhalb der Streitkräfte während ihrer Einsätze gegeben hat, aus ihrer Sicht das entscheidende Kriterium für ihre Verweigerung nun ist die Politik der aktuellen Regierung. Die Konsequenzen sind sie bereit zu tragen. Als ich diese Entscheidung getroffen habe, war auch klar, ich gehe lieber ins Gefängnis, als diese Kampagne in Gaza zu unterstützen. Ob ihm und den anderen tatsächlich Gefängnis droht, ist unklar. Doch eine Konsequenz haben die israelischen Streitkräfte bereits gezogen. Sowohl er als auch Yotam sind vom Dienst suspendiert.